Ich bin Marleen. Hallo. Und ich bin Marco. Ich bin Kaya. Und das hier ist unser Tiny House. Randir. Ja, unser mobiles Heim, was wir Anfang des Jahres selbst gebaut haben. Das ist eigentlich eher eine Übergangslösung, weil wir gerne uns auch noch ein Nebenhaus bauen wollen, aber noch nicht genau wissen, wo. Und mit dem Tiny House sind wir mobil. Zwar nicht so auf die Schnelle, dass wir jetzt von A nach B innerhalb von einem Tag kommen, aber wir können halt uns doch überlegen, wo möchten wir hin und fühlen wir uns dort wohl, und für die Zeit können wir in dem Tiny House die Zeit verbringen und haben genauso viel Platz um uns drumherum, wie wir es haben möchten. Der kleine Hobbitofen, ja, tatsächlich nur sehr, sehr klein, aber mit 4 kW vollkommen ausreichend, um unsere 18 Quadratmeter zu wärmen. Mit Kochplatte und kleinem Ventilator. Der ist dazu da, dass die Hitze, die auch über dem Ofen aufsteigt, direkt in den Raum reingetragen wird, dass nicht nur sich alles hier oben sammelt, sondern auch, wir haben ja hier fast 6 Meter nach da hinten, dass sich das auch verteilt. Die Idee dazu, hier ein Haus zu bauen, ist uns irgendwann gekommen, als wir überlegt haben, wo soll das eigentlich hingehen, und wir eigentlich beide nicht wirklich eine Ahnung hatten, wo wir uns örtlich festmachen wollten. Also bei mir war es dann noch so, dass eine Freundin in einem Zirkuswagen gewohnt hat, beziehungsweise einen Zirkuswagen mit auf ihrem Grundstück hatte, in dem ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe. Und ich dachte, das ist eigentlich genauso den Raum, den ich um mich drumherum brauche. Ich brauche gar nicht mehr, ich brauche nicht Weite, den man eventuell irgendwie noch zumüllen kann, wo sich ganz viele Sachen sammeln, sondern eigentlich genau das, wie eine Höhle, die einen Rückhalt auch gibt und einfach Wärme bietet, so im Kleinen. Ja, die Wohnungen, in denen wir immer gewohnt haben, das war einfach wie Schuhe, die einem viel zu groß sind. Wir hatten ganz am Anfang in der Planung, gerade auch, weil wir überlegt hatten, ob da eventuell 1 oder 2 Kinder irgendwann noch dazukommen, uns das auch offen gelassen, hier direkt über uns noch einen Podest mit einzuziehen. Das würde theoretisch auch gehen. Was heißt Podest? Noch ein zweites Loft, was etwa 2 Meter lang ist, bis hier über die Tür. Deshalb haben wir auch das zweite Fenster hier oben, was auch aufmachbar ist, dass da auch Licht ist und durchgelüftet werden kann. Und es wäre dann hier auch vom Podest aus über eine Leiter erreichbar. Könnte man durchaus machen, aber wenn du Kinder hast, die bis 4 Jahre alt sind und du so eine große Matratze hast wie wir, die ist 2 mal 2 Meter, dann können die da wunderbar mit Platz nehmen. Ja. Wir haben die uns so gestaltet, dass wir auf jeden Fall auch ausreichend Arbeitsfläche haben zum Schneiden und zum Kochen und so weiter, und haben das auf unserer Höhe gemacht, dass wir wunderbar rausschauen können beim Kochen und beim Essen manchmal auch. Und ja, was haben wir hier? Wir haben 2 sehr simple Spirituskocher, die das Spiritus vergasen und zwar relativ lang brauchen, bis wir das Essen dann fertig haben, aber total gut funktionieren und ökologisch sind. Ja. Sieht immer dramatischer aus, als es eigentlich ist. Ich musste mich auch dran gewöhnen. Genau, letzten Endes tropft ein bisschen Spiritus rein, der dann verbrennt. Das ist kein fossiler Brennstoff, sondern der wird aus Pflanzen im Endeffekt gewonnen, wahrscheinlich aus Mais. Ja, Alkohol, der verbrennt und der immer wieder auch nachhaltig nachproduzierbar ist letzten Endes. Also es gibt natürlich viele, viele Tiny Houses, die man sich im Internet anschauen kann. Ganz, ganz viele, und gerade so der amerikanische und australische Bereich ist da sehr inspirativ, die natürlich aber auch teilweise ein bisschen größer und anders bauen können. Es gibt in Deutschland schon rechtliche Vorlagen, die man einhalten muss. Aber letzten Endes war es tatsächlich dadurch, dass wir uns was angeschaut haben und Inspiration bekommen haben und sagten, okay, das geht so ungefähr in unsere Richtung. Wir wollen es halt nicht geradlinig, wir wollen alles krumm und quer und unseren eigenen Stil mit reinbringen. Und ich war immer die große Skeptikerin. Ich hätte es auch alleine im Leben nicht gestartet, aber Marco ist immer so der absolute Optimist. So, ja klar, also was andere machen und schaffen, warum sollen wir das nicht schaffen? Man kann sich heutzutage alles anlesen und aneignen, und letzten Endes soll es auch nur für uns reichen, und wir wollen es jetzt nicht irgendwie vermarkten oder sonst irgendwas, wo dann vielleicht noch einer sagen kann, ja, aber das geht so und so nicht, sondern es soll einfach funktionieren. Und es ist ja auch nicht so, dass wir hier einfach
gesagt haben, so, jetzt haben wir uns ein Bild gemalt, wie das von außen aussehen soll, jetzt fangen wir einfach mal an. Sondern wir haben da natürlich schon wahnsinnig viel recherchiert, YouTube-Videos geguckt natürlich, unendlich viel, vor allem ich. Ja, und Pläne gezeichnet, Winkel berechnet und so weiter und uns dann auch gedacht, oh, jetzt kommen endlich mal die Sachen, die wir noch nie gebraucht haben, die wir in der Schule gelernt haben, die wir schon längst wieder vergessen hatten und wofür es dann aber eine App gibt. Genau. Pythagoras App oder was auch immer. Genau. Dann haben wir hier noch unser kleines Waschbecken, was ein alter Emailtopf von meiner Oma ist, den wir so ein bisschen uns zurechtgeschnitten haben und einen Abfluss da reingebaut haben. Und ja, wir haben jetzt zwar so einen ganz normalen Wasserhahn, der allerdings manuell betrieben wird. Sprich, wir haben hier unten eine Pumpe, eine Fußpumpe und einen 60 Liter Kanister. Kaltes, frisches Wasser, aber... Hallo, willkommen in unserer Toilette. Wir haben hier ein Kompostklo mit allen möglichen Lagerungsmöglichkeiten für Toilettenpapier. Unten drunter haben wir noch Küchenrollen und das Ganze ist eingefasst in unsere Treppe. Vor uns ist noch ein kleiner Squatty-Potty quasi und darin sind die Sägespäne. Känguru. Nicht? Komm hin. Mach Känguru. Nein. Blau Känguru. Hey. Hey. Und roll. Absolut alles, also auch inklusive Ofen und so weiter, haben wir 15.000 ausgegeben. Grob überschlagen. Und ja, zum Thema Ökologie, war für uns total wichtig, weil wir einfach sagen, okay, hier verbringen wir die meiste Zeit und wir möchten auf jeden Fall einen Raum schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir wissen, okay, alles, was wir verbaut haben, ist irgendwie in Ordnung und im Einklang mit der Natur. Wir haben sowohl draußen als auch hier drin Ökofarbe verwendet, sprich Holzlasur von Auro. Und hier drin haben wir eine Lehmfarbe. Und die Applikationen, die man sieht, sind mit Kalkfarbe, einfach auch um das Raumklima angenehm zu halten. Klar, Holz ist ökologisch so. Das haben wir letzten Endes regional gekauft, beim Zimmermann nebenan, einfach um ihn auch zu unterstützen. Es war sowieso voll nett mit ihm, weil er auch immer sehr interessiert war. Das ist auch empfehlenswert, weil das Holz im Endeffekt viel günstiger ist beim Zimmermann als im Baumarkt. Ja, und man kommt einfach auch noch in Kontakt. Ja, und wenn die das Projekt noch cool finden und mal vorbeikommen und dir Tipps geben können und sagen, es ist so cool, dass ihr irgendwie was macht, wir geben euch am Ende noch einen Nachlass, vor allem weil ihr bei mir vorbeikommt und nicht in den Baumarkt geht, dann ist das auch nochmal doppelt viel wert. Ja. Das war vor allem voll spannend, weil ganz viele Leute bei dir im Dorf ja auch gefragt haben, warum macht ihr das denn alles? Und ja, der Standardbürger sitzt abends dann einfach vom Fernseher und lässt sich berieseln und wir standen halt mit der Stirnlampe da und haben gebaut und haben nochmal was dazugelernt und das war richtig toll, war dieses ganze Wissen und das Können auch zu erlernen nochmal. Ich muss immer wieder hochgucken, weil das war für mich so das Spannendste, eigentlich so die Viers da oben drauf zu kriegen. Wir haben es auch echt immer nur zu zweit gemacht, eine auf der Ecke und eine auf der Ecke und dann so dieses 12 Meter. Genau, beide stehen auf 3,50 Meter oder so in der Höhe und haben diese Viers, die 6 Meter lang ist und die wackelt wie so ein Kuhschwanz hin und her in der Mitte.
Wir haben da vorne auf unserem kleinen Ofen den Wasserkessel stehen und der fasst etwa 2 Liter Wasser und mit kaltem Wasser zusammen hast du dann wahrscheinlich 5 Liter zum Duschen. Ja, die schüttest dir dann über den Kopf, machst dir Haare. Also letzten Endes ist es, ich würde sagen, schon ein normales Leben, also ein ganz simples Leben, nur mit deutlich weniger Aufwand. Also wenn wir hier mal durchputzen wollen, sind wir zu zweit in einer Viertelstunde fertig und alles ist sauber, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite schleppst du halt den Dreck von draußen mit rein und verteilst ihn auf einer viel kleineren Fläche, deshalb musst du dann auch häufiger putzen. Das ist wirklich auffällig. Also was wir sonst, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter hatten wir. Zum Schluss waren es, glaube ich, 100 Quadratmeter bestimmt in dem Haus, in dem wir waren. Und da hat sich das halt gerade so die Hundehaare oder so und der Staub überall verteilt. Klar hat man mal so Hotspots, wo dann viel lag, aber dann geht man eben mit dem Kehrblech rüber und jetzt, das merkt man hier schon, dass es dann einfach überall ist. Aber hey, 10 Minuten einmal durchsaugen und gut ist. Wir werden immer wieder angesprochen und gefragt, ja, wie ist das denn? In Deutschland darf man ja in so einem Ding nicht wohnen oder wo findet ihr denn Plätze, wo man wohnen kann? Und eigentlich denke ich, hey, seid kreativ, es ist total einfach. Mittlerweile gibt es so viele Leute, die ja auch das unterstützen wollen und Lust haben und vielleicht sogar auch Menschen suchen, die einem mit helfen auf dem Hof, wie auch immer. Oder auch, ich sag mal, auch, egal ob ältere oder jüngere. Also wir haben viele Leute gefragt, auch auf großen Höfen, und da triffst du einem älteren Ehepärchen irgendwie, was zwischen 60 und 80 Jahre alt sein kann. Die Kinder wohnen längst in der Stadt und denen wächst alles über den Kopf. Und wenn die dann hören, ja, da ist irgendjemand, selbst mit einer kleinen Familie und Tieren, die wollen mit dazustehen und die sagen dann vielleicht sogar, stellt euch einfach dazu, zahlt nichts, helft mir ein bisschen, dass ich dieses Ding irgendwie am Laufen halten kann. Ja. Und die Leute sind dankbar darum, auch vielleicht Gesellschaft zu haben, ein bisschen Mithilfe. Also wir arbeiten beide Teilzeit. Ich arbeite zurzeit 20 Stunden und Marco macht 30 Stunden, aber es ist halt auf dem Weg noch weniger zu werden, weil das eigentlich genau unser Weg ist. Wir haben uns das Haus gebaut, weil wir eben gerne auch mehr Zeit für uns haben möchten, mehr Freizeit haben möchten und aus diesem Hamsterrad, in dem sich so viele befinden, dass er immer jetzt auch wieder zur Sprache kommt, einfach gerne raus möchten. Und wir sind uns aber auch bewusst, dass wir zum einen nicht dem Staat auf der Tasche hängen wollen. Das geht meiner Meinung nach absolut gar nicht. Plus wir haben halt 2 Hunde und 2 Pferde und da muss man immer so ein bisschen was zurückhaben, weil man weiß halt nicht, was passiert. Das ist so ein bisschen schade, wenn du zu deinem Arbeitgeber hingehst und reduzieren willst, weil du nicht mehr auf so großem Fuß lebst und dann erstmal gefragt wirst, ob du keinen Bock mehr hast zu arbeiten. Und das ist ganz, ganz schwer. Ich hatte auch von meinem Arbeitgeber damals, als ich schon auf 30 Stunden reduziert hatte, auch gehört, dass es ein Unding sei, von einem Mann irgendwie sowas zu verlangen, irgendwie 30 Stunden zu arbeiten, und dass er bei jeder Frau, die Kinder hat, kann er sich das vorstellen. Und ja. Es geht nicht irgendwie auf unsere Gesundheit, irgendwie jetzt voll durchzuackern, nur damit wir die Standards, die irgendwie in der Gesellschaft aufgesetzt wurden, 40 Stunden arbeiten jede Woche, so immer zum Urlaub hin arbeiten, um das zu erfüllen. Genau, lieber arbeite ich, bis ich 80 bin, nur in kleinen Portionen, wie ich es halt brauche, und habe ein gesundes Leben, bis ich irgendwann sterbe. Also wir haben jetzt gerade so geplant, dass wir hier noch gut sitzen können, wie man sieht, also es passt genau. Wir können ja sogar, glaube ich, aufrecht sitzen. Ja, locker. Ja. Ich zumindest. Ja, auf meinem Platz wird es ein bisschen enger durch die Hunde, aber es passt. Und wir haben es auch so gestaltet, dass wir noch eine kleine Gaube haben, wo wir zum einen Sachen lagern können und eben auch der Hund noch schlafen kann, beziehungsweise einer von den beiden Hunden, weil die andere schläft meistens direkt neben dir. Genau. Ja, wir haben hier auch relativ viel isoliert. Die Wände sind mit 8 cm Holzfaserdämmung ist das. Und die Decke und der Fußboden sind jeweils 12. Das heißt, da wo am meisten Kälte herkommt vom Boden und auch von der Decke, wo der am meisten Wärme abhaut, sonst ist am meisten gedämmt hier. Wir müssen uns einfach, finde ich, das ist meine Einstellung, von dem Gedanken befreien, dass es irgendeine Sicherheit gibt auf der Welt.
kann mir jemand hundertprozentig sicher sagen, dass ich mein Geld, was ich jetzt reinstecke, demnächst auch kriege? Niemals eben. Und naja, wenn man sich davon befreit, einfach sagt, hey, es gibt keine Sicherheit. Und alles, was wir uns an Bedenken und Ängste in unseren Köpfen einbringen, das ist letzten Endes nur in unserem Kopf. Man kann sich davon einfach auch frei sprechen und sagen, für mich wird gesorgt. Ich weiß genau, dass für mich gesorgt wird. Ich bin frohen Lebens und ich kann meinen Weg einschlagen. Und also man weiß halt nicht, was kommt, klar, aber genau das ist ja eigentlich der Weg. Zu sagen, hey, cool, ich lebe jetzt trotzdem einfach mein Ding, weil ich jetzt weiß, jetzt lebe ich und jetzt kann ich es machen. Ich meine, selbst wenn du wenig Geld hast, kannst du immer noch ein bisschen was auf die Seite legen für irgendwas. Und wenn du viel Zeit hast noch dazu, kannst du dir Fähigkeiten aneignen, um, weiß nicht, entweder was dazu zu verdienen, vielleicht ein bisschen aus der Natur mitzuleben, deinen Garten oder deinen Balkon ein bisschen zu bewirtschaften, hier und da ein paar Euro zu sparen. Oder dein Haus selbst zu bauen und die Kosten für die Bauarbeiter zu sparen. Also. Make and trust, now, until now.